Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu OpenSense. Heute mit wahrscheinlich erstmal unserem letzten Video in dieser Richtung, denn heute schauen wir uns an, was wir machen können, um tatsächlich auch eine Benachrichtigung zu bekommen, falls wirklich irgendwas passiert. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Serveradministratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed-Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kernen und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorialreihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Wir kennen die Alerts, wir kennen Probleme, wir haben schon einiges eingerichtet hier. Wie kann ich mich jetzt benachrichtigen lassen, sodass ich das vielleicht auch extern bekomme und weiß, dass ich in meinen vielleicht nicht die ganze Zeit genutzten, vielleicht auch nicht ganz so populären Webserver reinschauen muss und mich um irgendwas kümmern muss. Es kann ja sein, dass ich einfach einen Webshop nebenbei betreibe, vielleicht nicht hauptberuflich. Und selbst wenn ich es hauptberuflich mache, bin ich vielleicht in Meetings und muss notfallmäßig einmal reingucken können. Also, was wir brauchen, ist also eine Möglichkeit, uns benachrichtigen zu lassen und das Ganze zu monitoren. Und dazu nutzt OpenSense Monit. Ihr könnt danach mal googeln, die haben auch eine hübsche Website mit einem hübschen Hund. Und ja, ist im Endeffekt ein Monitoring-Service, wo man einstellen kann, wie man benachrichtigt werden möchte, normalerweise eben hier per Mail. Es gibt selbstverständlich noch andere Möglichkeiten, so ein Monitoring zu integrieren und es gibt einen Haufen Plugins. Wir benutzen jetzt mal das, was vorher schon dabei ist. Und dazu müsst ihr hier natürlich erstmal euch quasi alles einrichten. Das heißt, wir enablen das erstmal. Polling-Intervall gibt uns an, wie häufig da nachgeguckt werden soll, ob irgendwas passiert ist. Ob eine E-Mail geschickt werden soll. Start Delay ist genau dasselbe im Endeffekt, beziehungsweise wartet halt nach dem Start einmal ganz kurz. Und hier unten haben wir die Mail-Server-Adresse, Port, Username und Passwort. Und da wir das Ganze jetzt hier mit einem Hetzner-Server machen, zeige ich euch auch einfach direkt, wie ihr das machen könnt. Ich hatte euch ja schon recht am Anfang diesen Tipp gesagt, von wegen, holt euch ein kleines System hier, ein Managed Hosting, da ist ein Mail-Server dabei. Und ganz ehrlich, dahinter stehe ich noch absolut immer. Es ist viel einfacher, als wenn ich jetzt hier mir meinen eigenen Mail-Server hoste. Denn Mail-Server-Hosting finde ich persönlich so unangenehm wie kaum was anderes. Dementsprechend nutze ich das selbst auch ganz gerne. Und man kann hier sich einfach Mailboxen anfertigen lassen. In unserem Fall sind das jetzt 14 von 200. Und ja, man kann sich hier natürlich über Webmail dann auch einfach alle E-Mail-Adressen anzeigen lassen. Das heißt, ihr erstellt hier oben über Mailboxen, erstellt euch einfach eine neue Mailbox und könnt euch dann bei Webmail einloggen und habt dann hier eben Nachrichten, die reinkommen. Da kann man natürlich auch ganz normal Nachrichten schreiben, Nachrichten empfangen, klar. Aber was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen das hier als Absender Postfach benutzen sozusagen und dann sagen, okay, schick da mal deine Mail-Anfrage hin. Von dort soll irgendwo anders hin eben eine Mail geschickt werden, das, was passiert ist. Das ist einfach nur eine Mailbox im Endeffekt, die von unserem Monitoring als Ausgang benutzt wird. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Eingangs-E-Mail, also quasi sowas wie meine Kontakt-E-Mail-Adresse oder vielleicht auch irgendeine andere E-Mail, die wir dann automatisiert auslesen mit einem Python-Skript und uns dann Push-Benachrichtigungen zum Beispiel auf unsere App bauen. Ja? Da könnt ihr kreativ werden. Da geht sehr viel. Da ist vielleicht aber auch ein kleines bisschen aufwendig. Naja, wie dem auch sei, das ist unser Mail-Konto und genau hierfür wollen wir das jetzt natürlich auch setzen. Hetzner hat zum Einrichten von ihren Mail-Servern eine ziemlich gute Dokumentation. Ich habe die jetzt schon mehr als einmal gebraucht. Und zwar der Posteingangsserver ist mail.yourserver.de. Achtet darauf, dass es nicht irgendwie jetzt the-morpheus.de oder sonst was ist, sondern es ist wirklich your-server.de. Das ist unser Mail-Server und den tragen wir hier tatsächlich mal ein. Also mail.yourserver.de. Mit dem Komma könnt ihr das Ganze verändern oder halt abschließen und auch der Ausgang ist derselbe Server, ja. Das heißt, die ändern sich nicht. Und das ist jetzt quasi hier in Monit unser Mailing-Server. Das heißt, da verbinden wir uns drauf, um eine Mail abzuschicken und müssen hier natürlich auch den Port angeben. Der Port ist in unserem Fall, so, hier sind wir. Der Port ist in unserem Fall 587. Man kann 25, glaube ich, auch noch benutzen.
SMTP-Versand direkt vom Hosting-Server aus ist nur 587 möglich. Okay, ja gut. Nee, dann kann man es nicht benutzen, deswegen hier 25 raus, nehmen wir 587. So, der Mail-Server-Username. Hier kommt jetzt natürlich unsere E-Mail-Adresse rein, die wir als Versand benutzen wollen. Keine Sorge, ich deaktiviere die dann auch direkt nachher wieder. Das ist wirklich nur das Beispiel, das ich jetzt hier in diesem Tutorial benutze. Diese E-Mail-Adresse ist tot, ja, schickt da nichts hin. Und Mail-Server-Passwort. Das wäre einmal das hier. Auch das wird nachher wieder verändert, beziehungsweise es wird das ganze Mail-Postfach wird gelöscht. Also ja, das ist danach weg. Okay, Mail-Server SSL Connection machen wir rein und klicken hier auf Save. So. Ich will noch nicht applyen, ich will vorher die anderen Sachen hier speichern. Nein, das wollen wir nicht machen. So, und jetzt wollen wir natürlich uns einstellen, wer soll alles Empfänger sein. Und hier ist wichtig, es kann mehrere Empfänger geben und das ist auch richtig und wichtig so. Ja? Wir können einmal den root at localhost.local drin lassen, beziehungsweise wir können ihn auch einfach löschen oder editieren. Denn wichtig ist ja eigentlich erstmal, wir wollen eigentlich benachrichtigt werden. Und zwar wir als Admins. Ja? Jeder Admin möchte eine Benachrichtigung haben. Im Zweifelsfall können das auch sehr, sehr viele Admins sein und einer von denen kümmert sich dann halt drum. Das kann, also je nachdem wie groß euer System ist, kann das auch sehr, sehr gut, wie gesagt, automatisiert werden, dass man eine E-Mail raushaut an alle und dann gleichzeitig noch eine E-Mail an ein anderes Monitoring-System, sodass dort quasi gesagt wird, hey, schau mal hier, ich erstelle automatisch ein Ticket, dass irgendwas passiert ist und wer sich drum gekümmert hat, der weist sich das Ticket irgendwie zu. Also das ist nur sowas, was man auch sehr, sehr gut machen kann. Genau, wir enablen das Ganze hier und ich trage hier gleich noch meine E-Mail-Adresse ein. Not on, finde ich nicht gut. Wollen wir ja. Die Actions, die hier quasi gewählt werden können, wir können hier sehr, sehr viele machen, also welche Actions auch immer wir haben wollen oder welches Event wir haben wollen. Ich benutze jetzt hier mal einmal, nee, wir benutzen hier erstmal gar nichts. Mailformat brauchen wir auch nicht. Remind ist im Endeffekt, wenn das lange bestehen bleibt, dann machen wir das einfach nochmal. Das heißt, ich trage jetzt hier mal ganz kurz meine E-Mail-Adresse ein. Was in meinem Fall der Alert Recipient Example ist, auch das ist ein Wegwerf-E-Mail-Konto, das ich gleich wieder wegmachen werde. Klicken hier mal einmal auf Save und haben damit einen Empfänger für unser Monitoring bzw. für unsere ganzen Alerts. So, jetzt können wir hier die Services noch einstellen, auf denen wir grundsätzlich so ein Monitoring laufen lassen wollen. Einmal haben wir das Root-File-System, einmal haben wir den Host und wir haben hier auch Gateway Alert und Carb Status Change. Wir können hier einmal auf Add gehen, dann sehen wir hier, was alles passiert. Oder wir editieren eins. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen angenehmer zu sehen. Und zwar geben wir dem den Namen $Host. Type ist System, ja, in unserem Fall. Das heißt, wir wollen das System beobachten. Und zwar nach CPU-Usage, Load Average, in einer Minute Load Average, über 5 Minuten Load Average, über 15 können wir machen. Memory Usage, Network Link, Non-Zero Status, Ping können wir auch machen, Space Usage können wir auch machen. Und diese Checks, die laufen dann einfach im Hintergrund ab. Das heißt, es wird einfach nur geguckt, okay, wie hoch ist denn gerade meine Auslastung? Wie hoch, also das kriegt quasi Monit einfach alles in sein Datensystem rein. Bei rootfs geht es um das Filesystem. Hier sehen wir, okay, wir wollen da wirklich / also das komplette Filesystem überprüfen und wie viel Speicherplatz verbraucht wurde. Und ja, hier kann man quasi einstellen, was man alles wirklich überwachen möchte. Ich persönlich würde tatsächlich sagen, es lohnt sich hier die allermeisten dieser Dinge, die essentiell sind, zu überwachen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel unser Network auch noch überwachen würden, dann ist das durchaus machbar. Wir können hier tatsächlich auch unsere einzelnen Maschinen überwachen, je nachdem, wie überlastet die jeweils sein sollen, beziehungsweise wie überlastet die eben sind. Okay, wenn wir dann tatsächlich soweit sind, dann können wir hier die einzelnen Alerts verwenden. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel die CPU-Usage größer als 75%. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist wirklich als Condition hier reingepackt. Und dieses CPU-Usage ist greater than 75%. Das hört sich nach relativ natürlicher Sprache an. Aber wie gesagt, das ist wirklich als Condition hier drin. Also das ist das, was überprüft wird. Zweite Möglichkeit wäre Failed Host 127.0.0.1, also Localhost, Port 22, Protocol SSH. Das sind
Bedingungen, die sind nicht ganz so unbedingt natürlich sprachlich, wie man das vielleicht denken würde. Es gibt quasi diese Auflösung hier bei Monet oder mmonet.com und hier sehen wir zum Beispiel für Prozesse wäre es Check Process, dann der Name, Pitfile, Path, Matching und dann irgendwie ein Regex hinten dran. Dann haben wir hier File, wir haben FIFO, wir haben Filesystem und so weiter und so fort. Also das sind alles diese Dinge, die man halt eben hier überwachen kann. Und ja, überprüft das ganz gerne, was ihr hier haben wollt. Ich bin jetzt hier gerade nochmal kurz runtergegangen zu den CPU-Auslastungsprozenten. Hier sehen wir, dass es ein kleines bisschen abweicht von dem, was wir geschrieben haben. If CPU größer 10 oder greater than 10% for 5 cycles, then restart. Wir sind hier nur bei Alerts, das heißt hier unten bei then alert. Grundsätzlich ist aber auch sowas wie Restart möglich und greater than, also dieses Zeichen hier wurde bei uns immer ausgeschrieben und diese for 5 cycles haben wir weggelassen. Also das ist hier quasi so ein bisschen drin, also CPU Usage. Das if vorne dran kann ich weglassen, weil das ist sowieso meine Bedingung hier, das ist quasi die Condition schon drin. Is greater than, das heißt, das wäre das größer als Zeichen, das wird hier ausgeschrieben. Und der Rest bleibt eigentlich relativ gleich. Also grundsätzlich sind die Bedingungen relativ gleich wie in dem Manual, aber manchmal unterscheiden sie sich leider ein bisschen. Ich kann euch da keine pauschale Antwort drauf geben. Aber grundsätzlich könnt ihr auch einfach die hier benutzen. Ich glaube, die sind auch ganz sinnvoll. Und ja, hier haben wir übrigens auch die Action. Also das war gerade eben dieses Restart. Also im Endeffekt steht hier if condition then do action, ja. Das ist im Endeffekt genau das, was hier steht. If, condition, then action, ja. Das wird einfach so zusammengebastelt von OpenSense, sodass hier genau das passiert. Ihr könnt euch die Action aussuchen, ihr könnt euch die Condition nach diesem Manual hier aussuchen und das if und das then könnt ihr weglassen. Also so ist im Endeffekt ein Monet aufgebaut hier in OpenSense. Ich finde es nicht ganz intuitiv, muss ich sagen, aber ja, man kann es zumindest mal machen. So, was wir jetzt machen ist, wir setzen das hier mal auf 5% runter, damit ich hier auch auf jeden Fall eine Benachrichtigung bekomme, saven uns das und klicken auf Apply und dann sehen wir hier, genau, Apply, oh, jetzt perfekt, so, und jetzt läuft das ganze Ding hier, das ganze System und wir sehen bei OpenSense auch eigentlich eine Auslastung von 12%, das ist gut. Wobei das natürlich jetzt noch nicht der Fall ist, also sie ist gerade wieder auf 0% runtergegangen, klar, weil wir nichts tun und es hat 120 Sekunden Delay. Das heißt, ich muss jetzt mal ganz kurz warten und dann die Auslastung nach oben treiben. So, was könnte besser sein, als einmal kurz Updates machen? Das habe ich gerade kurz gemacht und wir sehen hier zum Beispiel im Status, oh, jetzt ist es schon wieder weg, verdammt, ich war zu langsam. Im Status hat man ganz kurz gesehen, dass hier ein Warning angezeigt wird. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel unter System, also das ist der Teil, den wir überwachen, sehen wir hier, wie stark die Auslastung ist, ob unser Memory ausgelastet ist und so weiter und so fort. Und wenn das hier feuert, dann kriegen wir theoretisch auch eine Mail. Wir sehen hier auch unter der Log-File, was alles passiert. Das heißt, hier haben wir einmal ganz kurz die OpenSense Local Domain CPU Usage Check überschritten mit genau dieser 10,1%, die dann eben über diesen 5%, die ich als Limit angegeben habe, lagen. Wie gesagt, ist natürlich ein Beispiel. Man sollte das nicht auf 5% CPU-Usage stecken, sonst könnt ihr nicht mal nichts machen im Endeffekt. Aber ich war ein bisschen doof und habe natürlich trotzdem vergessen, hier unter den Alert-Settings mich selber zu benachrichtigen. Ich hatte mich ja vorhin dazu entschieden, hier einfach quasi Nothing Selected zu lassen. Und ich habe auch gar nicht das Mail-Format hier eingestellt, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und ja, im Endeffekt habe ich dadurch natürlich auch keine E-Mail bekommen. Wir können uns das ganz kurz mal angucken. Hier, das ist das E-Mail-Konto, wo quasi hier diese Alerts hinkommen. Da ist nichts reingekommen. Und deswegen muss ich hier noch ein bisschen was umstellen. Also einmal hier dieses Not On. Not On bedeutet, man sendet keine Alerts für die folgenden Events, aber für alle anderen schon. Und ich habe ja hier nichts ausgewählt. Ich hatte ja vorhin kurz überlegt, ob ich hier ein paar auswählen soll, habe es dann aber nicht getan, weil ich doof bin. Und eigentlich möchte ich mir für alle diese Events was schicken lassen. Sagen wir mal
Ja doch, eigentlich für alle. Für alle Events möchte ich mir was schicken lassen. Und deswegen möchte ich hier das Not On drin lassen. Also für alle, außer die folgenden, naja, außer die folgenden keine, also für alle. Das ist so die Idee dahinter. Reminder brauchen wir nicht, Description brauchen wir auch nicht unbedingt, beziehungsweise Reminder ist gesetzt. Aber ich muss natürlich auch noch das Mail-Format angeben, sonst funktioniert das nicht. Und dementsprechend sage ich hier mal ganz kurz, ein kleiner Verweis, das wird hier oben auch kurz angezeigt, auf Monit, die Man-File von Monit. Hier steht auch das Alert Message Layout schön detailliert beschrieben, wie das auszusehen hat. Das heißt, From wird schon gegeben, Subject können wir setzen und Message können wir auch setzen. Und ich kopiere das hier jetzt einfach mal, um das hier mit in... Nein, da sind wir. So, um das hier einmal kurz mit anzugeben. So, bis hier. Das heißt, Subject ist dann erstmal ein Service mit folgendem Event am Datum ist gefailed und die Message ist dann Monit $Action, also $Action ist im Endeffekt die Action, die halt passiert ist, also irgendwie Alert oder sowas, für den Service, der an so und so ausgelöst wurde auf diesem Host und mit dieser Beschreibung und dann eben yours sincerely, Monit. So, das speichern wir mal und applyen das Ganze. Und jetzt sehen wir hier, ich kann hier tatsächlich nicht auf Apply klicken. Es funktioniert nicht, es passiert nichts. Der Button bleibt da. Und das Problem ist, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich muss hier auf jeden Fall was auswählen. Das heißt, ich kann hier nur sagen, für alle Events außer einem bestimmten, ich muss mindestens einen auswählen. Und ich nehme jetzt hier einfach mal ganz kurz Monit Instance Change, weil das will ich hier eigentlich nicht mit handhaben. Und jetzt kann ich plötzlich auf Apply klicken und jetzt läuft der Service auch. So, und ja, jetzt habe ich theoretisch mein Monitoring soweit eingebaut, dass ich halt auch wirklich eine E-Mail bekomme. Und jetzt gehen wir nochmal hier auf den Status. Wir sehen, hier ist immer noch alles in Ordnung. Jetzt machen wir mal irgendwas so Wildes. Was könnte ich denn Wildes machen? Starten wir mal irgendwelche Services neu. Gucken wir mal. Vielleicht, da sind wir schon bei 5%. So, jetzt starten wir mal, was starten wir neu? Die Web-GUI. So, die Web-GUI wird neu gestartet. Boom! Verdammt, hat nicht gereicht. Okay, ich probiere mal ein paar Sachen aus. Okay, hab's hinbekommen mit 15% Auslastung. Und wenn wir hier mal kurz auf unsere Services gehen, auf Monit, auf Status, ich war zu langsam wieder mal, aber wir sehen hier in der Log-File sollten wir eigentlich, ach so, richtig, ja. So, ich habe das jetzt nochmal tatsächlich umgestellt und zwar sehen wir hier jetzt, ich habe es auf 1% runtergeschraubt mit den Limits und wir sehen hier, jetzt wahrscheinlich schon wieder nicht, doch, wir sind bei, also wir sind quasi über dem Resource Limit, das ist jetzt gematcht worden und dementsprechend wurde, also so sieht tatsächlich auch ein Fehler aus. So sieht es aus, wenn es okay ist, so sieht es aus, wenn wir ein Resource Limit gematcht haben. So, ich muss auch noch eine zweite Sache kurz anpassen, denn wenn man hier kein From angibt, also erstmal habe ich meine Empfänger-E-Mail-Adresse eingegeben, das war Alert Example, sorry, habe ich vorhin falsch eingegeben, dann habe ich hier einmal nur Resource Limit Match gemacht, um wirklich nur diesen expliziten Event abzufangen. Man kann das auch davor, wie ich es davor hatte, mit Not On machen, das funktioniert genauso. Und das Mail-Format, also ich mache hier tatsächlich nochmal ganz kurz hier das Ganze so, damit wir alles bekommen. Wir sehen hier, das funktioniert immer noch nicht. Wir müssen eine spezielle Sache anwählen, die wir nicht haben wollen, zum Beispiel Monit Instance Changed. Das würde funktionieren. Und hier hatte ich ja vorhin gesagt, Subject muss das und das sein, Message muss das und das oder kann das und das sein. Aber es ist auch wichtig, dass ihr ein From angebt. Denn wenn ihr kein From angebt, dann landet ihr in eurem, bei eurem Gesendeten hier, ja. Dann bekommt ihr eine Fehlernachricht und zwar, ihr versucht eine Nachricht als monit@opensense.localdomain zu versenden. Und das ist keine richtige IP-Adresse, beziehungsweise keine richtige Domain, sorry. Und weil es keine richtige Domain ist, verweigert dieses Mailfach hier einfach den Versand von dem Ganzen. Dementsprechend müssen wir angeben, von wem das Ganze verschickt wird, nämlich monitoringexample@the-malvoice.de und dann funktioniert das auch, weil dann stimmt der Absender und dann schaffe ich es auch tatsächlich, eine E-Mail zu empfangen, weil eben hier ein Resource Limit erreicht wurde. Also wir sehen hier Monit Alert OpenSense Local Domain at Wednesday, heute, also um 6:22 Uhr, es ist wahnsinnig früh, auf OpenSense Local Domain, Memory Usage, ich habe die Memory Usage auch nochmal runtergestellt, damit ich auch einen permanenten Fehler habe, weil ich habe die CPU Usage einfach nicht erreicht, das ist, also
der Server ist halt einfach zu stark, ja. Deswegen habe ich hier mal gesagt, okay, wenn die Memory Usage über 1% liegt, was sie halt dauerhaft tut, weil sie immer so um die 23% rumgammelt, dann soll hier bitte ein Alert geworfen werden. Und wir sehen hier, das bleibt auch so, das kommt dann auch alle 2 Minuten ungefähr wieder oder alle 1,5 Minuten. Und ja, jetzt bekommt ihr quasi auf diese E-Mail hier ständig eine Benachrichtigung, hey, Achtung, 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 Achtung. Und ja, die meisten Leute richten sich ganz gerne so ein Monitoring auch in ihrem mobilen Postfach ein. Ja, das heißt, ihr habt quasi eine Mailbox auf eurem Handy drauf und kriegt das dann als Push-Benachrichtigung und darüber könnt ihr erreicht werden. Das würde ich euch empfehlen, denn dann wisst ihr auch, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Also natürlich nicht beim Memory Usage 1%, ja. Die 75%, die davor standardmäßig drin waren, sind schon sinnvoll. Aber wenn zum Beispiel die CPU bei über 75% ausgelastet ist, dann ist es durchaus sinnvoll, da mal einen Blick drauf zu haben, denn es könnte sich um einen Angriff handeln und deswegen richten wir so ein Monitoring ein. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Sorry für die kleine Verwirrung hier mit dem Mail-Server und ich hoffe, ihr könnt das Ganze sehr, sehr gut für euch nutzen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.